Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute stelle ich euch ein richtig tolles Rezept vor, wie ich finde. Und zwar machen wir ketogenes Nahenbrot und das ist noch viel weicher und fluffiger und köstlicher als das herkömmliche Nahenbrot aus Weißmehl. Dabei kommt es nur mit 4 Zutaten aus, wenn man mal von dem Backpulver und dem Salz absieht. Und es ist richtig einfach herzustellen, jeder kann das nachmachen. Man kann es wunderbar als Beilage zu jedem Eintopfgericht reichen. Und niemand hat mehr die Ausrede, das ungesunde Weißmehl-Nahenbrot selbst zu machen oder zu kaufen. Die erste Zutat, die wir benötigen, sind 100 Gramm bio-griechischer Joghurt, den wir hier kurz abwiegen. Ungefähr 100 Gramm sollen das sein. Als zweite Zutat verwenden wir hier Bio-Mozzarella-Käse, und zwar diesen gelben Mozzarella-Käse. Das müssen auch 100 Gramm sein. Und diese beiden Zutaten werden wir jetzt kurz auf dem Herd bei niedriger Temperatur zum Schmelzen bringen. Wir vermischen die beiden Zutaten in einem Gefäß hier und lassen es kurz schmelzen, bis wir eine flüssige Konsistenz erreicht haben, wie hier jetzt zu sehen. Sobald das der Fall ist, wenden wir uns die nächsten 2 Zutaten zu, und zwar 100 Gramm blanchiertes Mandelmehl. Dazu kommt ein Päckchen Backpulver hinzu und eine klitzekleine Messerspitze Himalaya-Salz. Und bevor wir die 4. Zutat, die Eier, hinzufügen, werden wir erstmal diese Käsemischung dazugeben und das kurz miteinander vermischen. Und sobald alles gut vermischt ist, kommen noch die 2 Bio-Eier hinzu. Und auch dann wird alles gründlich durchgemischt, bis wir diesen Brei hier erhalten, den wir jetzt sehen können. Und jetzt können wir auch schon mit dem Löffel kleine Fladen formen. Ich habe jetzt hier 3 große Fladen geformt, aber man könnte auch mehrere kleine formen. Der Ofen muss natürlich schon vorgeheizt werden und dann kommt dieses Backblech jetzt auf Mittelstufe in den Ofen und wird bei 180 Grad Celsius etwa 15 Minuten und nicht länger gebacken. Mit Ober- und Unterhitze, aber man sollte nach 10 Minuten am besten schon mal nachschauen, besonders wenn man jetzt kleinere Fladen zubereiten würde, dann sollte man nach 10 Minuten schauen, ob sie dann nicht vielleicht schon fertig sind. Das geht also richtig schnell und schon haben wir diese herrlichen, weichen, biegsamen, fluffigen Nahenbrote erstellt. Nach dem Backen sollte man sie allerdings kurz erstmal auskühlen lassen, bevor man sie dann mit einem Pfannenheber vorsichtig von unten entfernt. So frisch gebacken sind sie einfach richtig köstlich, vor allem ganz schön weich und fluffig und sie schmecken umwerfend. Man kann sie sehr gut als Beilage zu jedem Eintopfgericht reichen. Man könnte sie auch einfach nur so alleine essen oder auch mit Aufschnitt belegen. Ein wirklicher Genuss. Man könnte sie auch sehr gut einfrieren, damit man sie im Vorrat zur Stelle hat. Und es gibt jetzt wirklich keinen Grund mehr, auf herkömmliches Nahen aus Weißmehl zurückzugreifen, welches von der Konsistenz her viel gummiartiger wäre. Aufgrund des enthaltenen Glutens auch noch unsere Gedärme verklebt, während es den Blutzuckerspiegel stark ansteigen lässt, weil Weißmehl keine Ballaststoffe hat und direkt in Glucose umgewandelt wird. Und der hohe Blutzuckerspiegel führt zu allen möglichen Zivilisationskrankheiten, die wir heute kennen. Sei es Krebs, Alzheimer, Diabetes, eine Fettleber, Nierenprobleme, Augenprobleme, Arteriosklerose und vieles weitere mehr. Ein Video zu den Gefahren des Zuckerkonsums werde ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Das herkömmliche Nahenbrot aus Weißmehl wird ja normalerweise in der indischen Küche verwendet, aber weil es so lecker schmeckt, verwendet man es heute fast überall in jeder Küche. Hiermit haben wir jetzt einen wunderbaren Ersatz damit hergestellt, der noch viel leckerer sogar schmeckt, der jedoch sehr viel gesünder ist, kaum Kohlenhydrate beinhaltet und den wir täglich ohne schlechtes Gewissen genießen könnten. Auch jetzt im Ramadan könnten wir dieses leckere, gesunde Nahenbrot sowohl zum Iftar als auch zum Suhur genießen. Und das wäre gerade jetzt stark anzuraten, weil die gesundheitlichen Vorteile des Trockenfastens viel größer wären, wenn wir uns dabei auch gesund ernähren würden. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.